Moin Leute, guten Tag und schöne Woche. Schöne Woche, schönes Wochenende, Sommerwochenende. Ja, wir haben jetzt hier Bock und wollen ein bisschen was schaffen wieder im Bus. Ihr habt ja gesehen, dass die Scheibe im letzten Video noch nicht ganz reinpasste. Ob sie es jetzt tut oder nicht, wissen wir nicht genau. Hier oben haben wir immer noch mehr Spalt als auf dieser Seite. Ich hoffe, die Dichtung lässt es zu. Hauptsache, wir kriegen die rein irgendwie, ne? Fakt ist auf jeden Fall, dass jetzt hier auf der Seite, gut, jetzt ist hier auch das Tau noch, aber hier auf der Seite und auf der Seite ist ein sehr gleichmäßiger, kleiner Abstand. Wir bauen jetzt einfach mal die Scheibe raus, Dichtung rum, Schnur rein und dann legen wir mal rein hier, oder Felix? Was nicht passt, wird passend gemacht, oder? Wir zimmern die Scheibe da jetzt irgendwie rein. Die kommt da rein. Also, und danach müssen wir dann einmal den Scheibenraum wieder gründlich entfetten. Und dann brauchen wir nämlich noch Farbe. Der Anstrich muss heute nämlich rauf, damit wir Trocknungszeiten haben, weißt du? Der Grünstrich, oder was? Nee, der kriegt einen Weißstrich. Guck mal, hier hat er schon mal so ein Brando-Weiß drauf gehabt. Und Achso, das soll die Kante komplett durchgefahren. Ja, einmal, Achso, ja, okay. weißt du? Und der muss gleich rauf, deswegen müssen wir ziehen durch jetzt einfach, ne? Wir ziehen durch. Gut, Attacke. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Nächster Tag. Wir machen hier weiter jetzt. Momentan, ich bin alleine in der Halle. Gestern habe ich mit Felix hier richtig Gas gegeben. Jasko kam auch noch vorbei. Und zu dritt war es nun kein Problem, die Frontscheibe reinzuziehen. Ja, richtig geil. Die Frontscheibe sitzt. Hier ist so ein Bereich, wo sie jetzt nicht hundertprozentig sitzt, die Lippe. Das werde ich mir nochmal markieren hier gleich, dass ich das vielleicht nochmal so ein bisschen nacharbeiten kann. Aber ansonsten sitzt die ganze Frontscheibe drin und ich bin sehr, sehr glücklich auch damit. Ja, jetzt muss sie eigentlich auch nochmal raus, da der ganze Scheibenrahmen ein bisschen konserviert und lackiert werden muss. Hier überall die Lippe richtig schön rum. Hier oben in dem Bereich, halt wo der Schaden ist, geht die Lippe nicht ganz so geil rum, muss man auch ehrlich sagen. Genauso wie hier unten. Aber wenn man hier drückt und so, also ich habe da auch schon mal gestern mit richtig Power gedrückt, so leicht flutscht die Scheibe da jetzt nicht mehr raus. Also sie sitzt auf jeden Fall drin. Das Einzige, was na klar jetzt sein kann, dass sie so stramm drin sitzt, dass bei einer Bodenwelle oder sowas knack die brechen würde. Aber das finden wir halt einfach raus. Ja, Leute, und dann waren Felix und ich hier gestern so, wie will ich sagen, im Modus quasi, dass wir gleich noch den Wasserkasten eingeschweißt haben. Also sind jetzt die Blecharbeiten offiziell beendet. Ich muss jetzt hier gleich noch mal ein paar Schweißpunkte verschleifen und sowas. Wir waren dann auch hier unten an der Kante dran und haben hier schön mit der Punktschweißzange auch die Kante verschliffen. Das muss ich alles noch mal ein bisschen putzen. Den Kasten hier drin alles anschleifen und sowas. Wir haben auf jeden Fall richtig was zu tun. Dann haben wir uns kurz die Zeit genutzt und haben hier diesen Bereich für den Blinker so ein bisschen angepasst, dass man den Blinker jetzt hier auch wieder reinkriegt. Das passte ja gar nicht. Und so sitzt der Blinker jetzt richtig schön drin. Finde ich richtig geil, das so mal zu sehen jetzt wieder. Da konnte ich mir das gestern Abend auch nicht nehmen lassen, als ich hier noch so eine halbe Stunde saß und nur auf den Bus geguckt habe die ganze Zeit. Nochmal einmal das VW-Zeichen wieder ranzuklippen. Und das kann auch dran bleiben. Der ganze andere Kram muss jetzt halt nochmal ab, wegen Konservierungsarbeiten, bisschen verschleifen, lackieren ist ja auch angesagt. Also ich will den ganzen Wasserkasten von hinten nochmal einmal schön lackieren. Das ist ja jetzt alles nur grundiert. Das muss auch lackiert werden. Der Träger hier oben unterm Dach muss lackiert werden. Der ganze Scheibenrahmen muss gemalt werden. Und das hier drin muss auch tigergrün werden. Das habe ich mir jetzt eigentlich alles für heute vorgenommen. Aber ja, wir werden sehen, wie gut ich das schaffe. Weil alleine müsste ich jetzt erstmal die Frontscheibe rauskriegen. Und das wird irgendwie alles schwierig. Leute, oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Die gute Uhr habe ich mir mal für einen 10er gekauft. Naja, das war jetzt auch grob fahrlässig von mir. Scheiße, ärgert mich. Oh Mann. Ja, das geht ja schon gut los mit Glas hier heute. Egal, Leute, ich muss Gas geben. Für euch jetzt Musik und dann bis gleich.
So Leute, was geht? Hier nächster Tag, mein erster Urlaubstag beginnt und wir wollen die Zeit nutzen, den Bus hier fertig zu machen, alles zusammenzubauen und so. Und ja, wir haben hier gestern ordentlich Lackierarbeiten gemacht. Der Kasten ist jetzt hier von drinnen grün lackiert, wie sich das gehört. Den ganzen Scheibenrahmen haben wir hier drei Schichten mit Brando Corux gemalt wieder. Das habe ich vor 6 Jahren auch schon mal gemacht. Der sah da unten immer noch top aus. Also das gutes Zeug dafür hat sich bewährt. Den ganzen Lüfterkasten hier, den habe ich jetzt auch lackiert. Die A-Säule nochmal so ein bisschen mit übergeduscht, weil sie doch auch schon wieder ganz schön zerkratzt war. Ich meine, ist egal so, aber das Orange musste ich jetzt nicht unbedingt sehen. Ja, und jetzt ist der Bus hier eigentlich soweit zu finalisieren, alles festzumachen, alles fertig zu machen. Die Stoßstange muss ich auch nochmal abbauen, weil ich dahinter so ein bisschen konservieren muss. Aber bevor ich das jetzt mache, werde ich mich, glaube ich, kümmern, hier diese ganzen Lüftergeschichte mal zusammenzubauen, Blinker einzubauen und sowas. Dann kann hier oben der Scheibenwischer rein. Da muss hier noch die M-Plate rangenietet werden wieder aus dem originalen Auto. Die habe ich ja, wo habe ich die? Hier, die soll auch gerne wieder rein auf jeden Fall. Ja, Leute, und mit den ganzen Schnickschnack fangen wir jetzt hier mal an. Als erstes werde ich mal die Overtrol-Pulle zücken und so ein bisschen um diesen Lüfterkasten rum alles nochmal mit Overtrol einballern, dass wenn ich hier nachher das Gitter vorschraube, werde ich da ja nicht mehr rankommen mit Overtrol. Die ganzen großen Stellen lasse ich erstmal noch den, sag schnell, Lampentopf und so, wie den anderen auch nochmal einmal sauber machen, mit Overtrol behandeln und sowas. Und dann am Ende kriegt die ganze Front nochmal ihre Partie. Hier oben werde ich wahrscheinlich auch schon mal mit Overtrol rumhantieren, dass wenn hier die Tage die Frontscheibe reinkommt, dass auch einfach so rein kann. Obwohl ich die Frontscheibe auch schon mal so ein bisschen mit Overtrol zusammen eingezogen habe damals. Da habe ich hier frisch Overtrol gemalt, dann ein bisschen hier Schmierkram ran. Milkfett habe ich da damals genommen und dann reingezogen. Und dann hat die Dichtung so richtig am Overtrol geklebt und da kam nie ein Tropfen Wasser durch. Also vielleicht mache ich das auch so wieder. Mal sehen, ne? Ich lege jetzt hier los. Ich bin richtig heiß, ne? Also, boah, ich kann es gar nicht abwarten. Die Sonne steht auch schon wieder am Himmel. Ich will jetzt langsam die Karre hier rauskriegen. Die Tage kommen die Leute hier schon immer vorbei mit ihren luftgekühlten, Alter. Malte mit dem Kübel unterwegs, Phil fährt wieder Typ 3, Philipp sowieso, Nelly mit dem Käfer und so. Ich will die Karre jetzt bewegen langsam, ne? Und mal ganz im Ernst, Mode oder so habe ich mir nicht einmal angeguckt, seitdem die Karre hier verunfallt ist. Ja, das wird alles spannend jetzt, aber wahrscheinlich noch in diesem Video. Von daher will ich gar nicht lange labern. Ich leg los, zusammenzubauen. Wir sehen uns gleich. It's the end of the world, Illuminati is coming. Gather the boys and girls and watch as it all unfurls. They clutching at all their pearls and no one asking for guidance. Stimulus check, won't you cash app that? I got then they said that respect they black. Politicians and they said don't know how to act. That's why we sitting on the wrong track, back to the long track. And it's okay to be rich. My mama always told me I was destined for greatness. But my mama also, she told me take care of the kids and everybody around the world that can't fight for it. So it's Hakuna Matata, beast on the water. Pray to provider, please don't divide us. Keep that and try to face your intruder to be someone brighter. Yeah, all in mind if you don't listen that much. But some of y'all don't listen at all. Same they be pushing your buttons. Got a grown man having withdrawals. I don't mind if you don't listen that. So Leute, ich bin wieder da. Es ist der nächste Tag angebrochen und wir haben schon richtig viel geschafft am Bus. Ich bin so happy, Alter, die Karre jetzt hier stehen zu sehen. Ich sitze hier so gerne in dem Stuhl und genieße einfach den Blick hier auf den Bus, Alter. Guckt euch den mal an, so, ne? Ist ja richtig geil einfach. Ja, jetzt wollen wir uns ein bisschen drum kümmern. Erstmal erzähle ich euch, ne? Scheinwerfer eingebaut, vorne Lüftungsgitter, alles fertig, Blinker, funktioniert auch alles. Armaturenbrett komplett rein. Mann, dann den Himmel hier oben. Das war eine kranke Arbeit.
Arbeit. Bin ich hier so mit den Armen von vorne hinter rein, habe diese ganzen Drähte da wieder hingestellt, wo sie hingehören. Haben wir die Kante vorne noch so ein bisschen wieder angeklebt. Das sieht klar nicht perfekt aus, aber es ist tatsächlich besser als vorher, muss man einfach sagen, wie es ist. Richtig, richtig geil, Alter. Ja, jetzt geht's hier noch groß an Elektrik machen. Die baumelt hier noch irgendwie alles rum und so. So Lichtschalter und Warnblinkschalter habe ich auch schon mal wieder eingebaut. Aber den Rest an Elektrik muss ich einfach noch machen. Ich meine, das war ja eigentlich alles angeschlossen. Eigentlich muss das nur alles wieder zurück, Instrumententräger anschließen. Und dann ist hier wirklich, ja, nicht mehr viel nach, ne? Hier ein bisschen Sitze noch rein. Schalthebel. Hoho, da habe ich auch was, Alter. Eine Überraschung für mich und eine Überraschung für uns alle hier, ne? Ja, aber da, denn wenn es zum Thema kommt, hier vorne diese Lüftungsgeschichte muss noch so ein bisschen eingebaut werden wieder. Oh, guck mal, die Tür sitzt drin, Alter. Zack. Die schließt so geil und macht und tut. Die haben mit Nelly und ich gestern Abend rein, zack, saß das Ding, ne? Ja, dann ist Nelly noch ums Auto geflitzt und hat hier komplett alles mit Overtrol behandelt. Richtig geil, also die ganzen Stellen, das ist jetzt mit Overtrol übergezogen. Ihr habt ja viel in die Kommentare geschrieben, auf blankem Blech wird es nicht halten. Das muss ich jetzt mal beobachten einfach. Fürs Erste ist mal alles mit Overtrol behandelt, dass man raus könnte. Das kann jetzt noch ein bisschen durchtrocknen. Auch sonst ist sie einmal hier überall rumgegangen, hat alle Stellen overtrolt. Ja, Leute, ich werde jetzt weitermachen, mich hier richtig in die Elektrik hängen. Eigentlich bräuchtet ihr ja auch mal wieder Aufräum-Content hier. Werkbank sieht schon wieder wüst aus, aber ich schraube das Auto jetzt fertig, ne? Danach gibt's mal dann wieder Aufräum-Content, würde ich sagen. Also, Attacke. So, Leute, da bin ich, ne? Immer noch quasi. Oh, und ich habe hier ordentlich Gas gegeben und die Elektrik, soweit es geht, hier fertig gemacht. Den Sicherungskasten da wieder hochgeschraubt. Das, was jetzt hier drüben noch so hängt, ist alles Standheizungsscheiße. Und da weiß ich aus dem Kopf auch echt nicht, wie das angeschlossen gehört. Ja, da hat einer die ganzen Kabel irgendwie abgezogen. Da muss ich dann nochmal gucken. Das ist jetzt Standheizung, interessiert mich erstmal gar nicht. Aber hier oben kann ich euch sagen. Guck mal, wenn ich jetzt hier die Zündung anmache, gehen die Kontrollleuchten schön an. Oh, Scheibenwischer läuft ebenfalls. Blinker-Kontrollleuchte. Tachobeleuchtung geht hier auch, ne? Bis auf die Uhr, die ging gerade eben kurz, jetzt tut sie es auch nicht mehr. Die Uhr tickt, ne? Ihr seht, die Zeit läuft. Außerdem der Drehzahlmesser, ja, und kann ich euch ja nur zeigen. Er hat Bock und der ganze Bus hat auch Bock, ne? Tankanzeige zeigt auch was an, das heißt, wir haben noch Sprit da. Eigentlich läuft jetzt hier alles an Elektrik so. Warnblinker, wisst ihr ja, tut auch alles, ne? Habe ich doch schon gezeigt hier, ne? Das läuft alles. Normalblinken ist auch drin. Andere Seite ebenso. Naja, egal, Leute. Ich halte mich jetzt hier ran. Ich habe wirklich noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Das Gaspedal muss angeschlossen werden. Lenkrad muss rein. Handbremse noch ein bisschen einstellen. Ja, was muss ich noch machen? Eine kleine Neuheit noch verkabeln. Bisschen Lüftungsscheiße zusammenbauen. Und ich habe jetzt noch 2-3 Stunden Zeit, bis die anderen kommen und wir die Frontscheibe einbauen wollen. Und mein Plan ist ja eigentlich soweit alles fertig zu haben, dass, wenn die kommen, Frontscheibe einbauen und dann gefahren werden kann. Allerdings muss ich hinten noch die Kronenmuttern anziehen und eine 46er Nuss habe ich nicht. Also das weiß ich auch nicht, ob das alles heute noch was wird. Wir bleiben dran. Gas, Leute. Ich mache mal Musik an. Haut rein. Said the last drink was the last drink. You make it hard to leave. We're telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer. Don't want this night to be over. It's not over, yeah. We could go back to my place, 'cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it, how your touch feels. I love it, how you look at me in my place. No, I don't wanna waste no precious time. Said the last kiss was the last kiss. Make it hard for you to leave. We're telling secrets in between the sheets. I don't want you to leave. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want. Could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. I wanna get closer. Don't want this night to be over. It's not over, yeah. We could go back to my place.
place. 'Cause I don't wanna waste no precious time. So let's go back to my place. If it's only for tonight, let's make it count. I love it, how you touch feels. I love it, how you look at me in my place. No, I don't wanna waste no Moin, wir precious sind wieder zurück hier und ich darf präsentieren, der Bus ist in der Zwischenzeit fertig geworden. Mitunter auch, vielen Dank hier. Phil. Gerne. Ja, Phil hat nämlich hier die ganze Scheibe vorbereitet, Dichtung rumgelegt, geputzt, diese ganze blaue Farbe, richtig geil. Felix mit seinen starken Händen. Mit Baumpflegepranken, Alter. Das war meine Ehre. Ja, auf jeden Fall geil. Einfach danke, dass hier alle so geholfen haben. Ich bin total aufgeregt jetzt. Der Bus ist einfach komplett. Ich hatte ihn gerade eben schon mal kurz, ob er denn zündet und so. Ich würde sagen, ich starte jetzt durch und fahr raus. Also, was soll ich euch erzählen? Wir haben einfach alles zusammengebaut jetzt, ne? Also, es funktioniert alles. Handbremse, alles ist am Start. Sonst guckt doch noch mal kurz rein hier. Ihr dürft das sehen. Oh. Ich kann hier wieder sitzen, die Sitze sind drin, Spiegel haben wir da. Jetzt guck mal hier rein. Den feinsten Gene Burke Shifter eingebaut. Ich brauche mich nicht mehr bücken zum Schalten. Das ist eine neue Errungenschaft. Bin ich richtig glücklich drum. Und ich würde sagen, ich zünd mal an jetzt hier, ne? Und guck mal, ob er starten will, ne? Und er will, Alter. Ich fahr raus. Leute, ich würde sagen, ihr seht mal jetzt, ob er fährt und nicht, ne?
Alter. Also die Probefahrt ist hier bisher mega verlaufen. Wir haben jetzt hier noch 1, 2 kleine Klapperlein. Dafür mache ich hier so Kantenschutz klar, ne? Da so ein aufgeschnittener Schlauch. Aber ansonsten läuft die Karre top. Ich bin richtig glücklich, zufrieden. Und was man halt sonst noch sagen kann dazu, ne? Ja, Leute, wir machen jetzt hier erstmal noch ein bisschen Probefahrt und dann hört ihr mich gleich nochmal. So Leute, da sind wir und ich freue mich, das Video beenden zu können, mal an einer anderen Location als immer nur in der Halle oder an der Halle oder wir sind wieder auf freier Bahn. Der Bus ist wieder am Start hier, anders kann ich es nicht sagen. Es hat alles geklappt, der Zusammenbau. Ich bin jetzt schon ein paar Kilometer gefahren, keine Ahnung, vielleicht 200 Kilometer gefahren, vielleicht 150 oder so. Läuft echt tadellos, keine Probleme, Licht funktioniert alles, Scheinwerfer habe ich nochmal eingestellt und so, das klappt auch. Ja, hier diese ganze Versiegelung hat auch schon ein paar Tage mal Wasser gesehen. Das rostet zum Glück alles nicht. Hier unten die Kante muss noch mal ein bisschen nachbehandelt werden, denke ich. Da fängt es so leicht an zu blühen, weil diesen hellen Rost hier, den will doch auch keiner. Das sieht doch nicht aus, ne? Hier ist auch, glaube ich, noch eine kleine Stelle. Also ja, das muss man jetzt beobachten, aber in erster Linie bin ich komplett zufrieden. Hier sind jetzt überall noch so kleine Baustellen wie, oh, hier fehlen noch Schrauben und ja, scheißegal, Alter. Der Bus läuft erstmal. Ich habe jetzt auch richtig Bock, den zu nutzen, ne? Das Ding hier, ja, was soll ich sagen? Mann, ey, ist einfach geil. Schiebetür ist noch zu. So, guck mal hier. Hier ist leider auch die Feder gebrochen. Die rastet hier nicht mehr ein. Aha. Naja, muss man dann jetzt halt erstmal beihalten. Also ihr seht schon, ich habe noch Kleinigkeiten zu tun. Ne? Ich habe einmal alles rausgeräumt, was hier so drin ist. Jetzt muss das Ding unbedingt mal ausgesaugt werden, gewischt werden. Einmal komplett gewaschen werden, auch gerne. Aber ich bin so happy, Alter. Guck mal, die Tür fällt einfach gut ins Schloss, so was will man mehr. Also in diesem Sinne würde ich sagen, in diesem Video haben wir richtig was gerockt. Der Zusammenbau ging auch viel schneller, als was ich dachte. Ich dachte, vielleicht kann ich heute damit fahren und nicht schon seit 2,5 Tagen unterwegs sein mit der Kiste. Dafür konnte ich heute den Urlaubstag mal richtig gut genießen und habe eigentlich, ja, viel geschnitten, ein Auto zugelassen. Aber dazu dann nächste Woche mehr, würde ich behaupten. Da könnt ihr Montag um 16 Uhr dann wieder sehen, was euch da erwartet. Neues Projekt auf dem Kanal. Ich mache jetzt hier Schluss, Alter. Der Bus muss einfach nur gefahren werden. Ich bin komplett glücklich und ja, wie gesagt, nächste Woche Vorstellung von einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Wir sind auch in den Vorbereitungen für das Season Opening und das steht hier jetzt auch knapp bevor. Ich freue mich total auf alle und jeden. Wenn das Video hier gekommen ist, dann ist das Video schon gelaufen, das Season Opening schon gelaufen. So Leute, lange gelabert, es reicht, ne? In diesem Sinne, freut euch alle mit mir, dass der Bus fertig ist. Ich freue mich so krank. Ich fahre jetzt nach Hause, werde noch dieses Video hier fertig schneiden und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, ne? Bleibt mir gesund und bis dahin.